Schamlippenvergrößerungen werden relativ häufig für die äußeren Schamlippen angefragt. Das sind Patientinnen, die zum Beispiel auch schon ein bisschen älter sind, wo das Gewebe lax ist, lasch und ausgeleiert und das Fett in den großen Schamlippen abgenommen hat. Und dort kann man sehr gut zum Beispiel Eigenfett oder Hyaluronsäure einfügen. Man gewinnt Eigenfett an einer beliebigen Stelle des Körpers und injiziert und gibt dieses Eigenfett in örtlicher Betäubung in die großen Schamlippen ein. Eingriffe im Intimbereich sind schmerzhaft, weil dort sehr viele Nerven verlaufen. Man betäubt es wirklich sehr, sehr gut, sodass die Patienten den Eingriff nicht spüren. Das Einzige, was sie spüren, ist, bis die örtliche Betäubung wirkt. Das ist natürlich diesen Einstich, den spüren die Patienten. Den hat aber bisher auch noch jeder ertragen. Es gibt keine Verbände, sondern die Patientinnen müssen einfach eine Slip-Einlage tragen, damit die Unterhose nicht voller Blut wird. Und sonst sollte man 6 Wochen auf Sport und möglichst 3 Wochen nicht viel sitzen und nicht viel Druck auf das Fett hinbekommen und Kühlen vermeiden. Der Heilungsprozess nach einer Schamlippenvergrößerung ist nach 3 Wochen abgeschlossen. Bei einer Schamlippenvergrößerung mit Eigenfett gibt es keine Narben. Nach einer Schamlippenvergrößerung mit Eigenfett können die Patienten nach 3 bis 6 Wochen wieder jede Sportart ausüben. Schmerzen beim Sex nach dem Eingriff kommen nicht vor. Die Risiken sind sehr gering. Das Hauptrisiko sehe ich darin, dass das Eigenfett nicht zu 100% angeht. Man sagt, dass wirklich nur 50 bis 70% der transplantierten Fettzellen anwachsen und dadurch hat man keine 100%ige Erfolgschance. Allerdings kann man diesen Eingriff beliebig oft wiederholen. Die Kosten für eine Schamlippenvergrößerung fangen bei 2.500 € netto an. Krankenkassen können in Ausnahmefällen den Eingriff auch kostentechnisch decken.